zusammen, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und ich finde, das beginnt mit einer sehr guten Nachricht, finde ich. Und zwar bietet Schminke die super granulierenden Farbtöne nun dauerhaft im Sortiment an. Man kann sie nun als 15 Milliliter Einzeltube kaufen, als Bundle, also 5x5 Milliliter im jeweiligen Themenbereich oder als halbes Näpfchen. Zudem gibt es auch noch 3 neue Themengebiete, nämlich Vulkan, Wüste und Aue. Ich werde jetzt nach und nach mit euch die nun 40 super granulierenden Farbtöne mal swatchen, damit ihr euch die alle mal insgesamt anschauen wollt. Ich habe dazu auch extra Kapitel eingerichtet. Falls euch ein Themengebiet nicht so interessiert, könnt ihr das ganz einfach überspringen. Zunächst erstmal swatche ich die Themengebiete, die es bereits schon länger im Handel gibt, nämlich Galaxie, Tiefsee, Tundra, Gletscher und Wald. Danach folgen Wüste, Vulkan und Aue. Bei diesen super granulierenden Farben ist es auf jeden Fall gut zu wissen, dass je nach Untergrund und Wassermenge diese granulierenden Effekte mehr oder weniger stark ausgeprägt sind, nämlich je rauer der Untergrund und je mehr man sozusagen auch, finde ich, mit Wasser spielt, desto mehr sieht man die granulierenden Effekte oder auch, dass sich Farbseparationen bilden. Ich habe natürlich auch bereits einige Farben davon und ich freue mich tatsächlich auch, dass noch ein paar weitere Farben bzw. Themengebiete nun dazugekommen sind und vor allen Dingen, wie gesagt, dass sie jetzt dauerhaft im Sortiment sind. Da braucht man nicht Angst zu haben, dass man nachher eine Farbe so toll findet und dann gibt es die nicht mehr. Hier habe ich von diesen Farben schon mal das Galaxie Rosa und das Galaxie Violett und Galaxie Blau. Aber jetzt muss ich sagen, dass mir das Galaxie Schwarz auch relativ gut gefällt, wenn ich das so nochmal anschaue. Ich habe mir auch extra schon eine Palette für die super granulierenden Farbtöne angelegt, wo die dann nur enthalten sind und nicht mit den anderen Farben irgendwie zusammen sind. Und ja, langsam wächst meine kleine Sammlung. Bei den Tiefsee-Set, wie man sich schon denken kann, geht es hauptsächlich um Blautöne. Wie man beim Schwarz auch sieht, setzt sich da so ein blaues Pigment mit ab. Hier habe ich zum Beispiel das Tiefseegrün, was ihr hier seht, schon als Tube. Und auch, was ihr gleich noch sehen werdet, das Tiefseeviolett. Ich finde diese Farben, also diese super granulierenden Farben, auch einfach total inspirierend, weil ohne wirklich mega viel zu tun, bilden die so coole Effekte einfach. Und ich finde, das können nicht viele Farben von sich behaupten, einfach so cool auszusehen. Und ich muss sagen, dieses Tiefsee Indigo erinnert mich ein wenig an das Payne's Grau-Bläulich, nur dass es halt eben granulierend ist. Und ich meine, mich zu erinnern, dass das normale Indigo von Schminke Rotterdam auch nicht so lichtecht ist, weswegen ich das hier zum Beispiel dann bevorzugen würde als Indigo-Farbe. Hier kommen wir nun zum Tiefsee Violett. Und zwar ist es nicht wirklich violett, wie man sieht, sondern eher ein Blau, wo sich dann so violette Pigmente wieder absetzen. Hier seht ihr die Farben nochmal von nahen. Und dann geht es auch gleich schon weiter mit dem Tundra-Set. Hier feuchte ich auch erstmal die kleinen Dots an, damit sich die Pigmente schon mal lösen können und ich das dann leichter vermalen kann. Und ich habe ja jetzt dieses Voice-Over gemacht und schaue es mir sozusagen mit euch ja nochmal gemeinsam an und irgendwie gefallen mir da fast noch mehr Farben, wenn ich das so anschaue, als wenn ich das auf dem Papier anschaue. Gerade hier auch dieses Tundra Blau sieht irgendwie sehr cool aus, aber ich glaube auch schon beim Swatchen habe ich gedacht, das hat irgendwie irgendwas, weil das so ein tiefes, dunkles Blau ist. Hier sieht man bei den Tundra Violett übrigens ganz schön, dass da schon so eine Farbseparation entsteht, schon allein, wenn man
die Farbe mit dem Pinsel so verwischt. Und auch beim Tundra Pink sieht man das sehr gut. Und das möchte ich mir auf jeden Fall zum Beispiel auch noch kaufen. Ich weiß nicht, ich mag Violett und das ist halt doch nochmal deutlich anders als das Galaxy Rosa, was ich auch schon habe. Das Tundra Orange habe ich mir vor kurzem erst gekauft. Ich finde, es ist eine sehr schöne Farbe und ich wollte halt auch gerne eine Art Orangebraun da mit drin haben. Und da bot sich dieses Tundra Orange einfach an und ich bereue den Kauf auf jeden Fall nicht. Um noch ein wenig mehr diese Effekte anzuschauen, packe ich da manchmal noch so ein paar Tropfen von klarem Wasser dazu. Beim Tundra Grün sieht man das zum Beispiel sehr gut, was das für einen Effekt dann bewirken kann. Nun kommen wir zum Gletscher-Themengebiet. Viele Schwarztöne wirken recht gleich, weswegen ich, wenn ich mich recht erinnere, auch gar keinen Schwarz bisher bei mir aufgenommen habe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin mir da nur noch nicht ganz so schlüssig, welchen Schwarzton ich da nehmen werde. Das Gletscherbraun habe ich auch bereits bei mir in meinen Kasten und das ist auf jeden Fall ein recht deckender Farbton. Aber hier kommen wir zum Gletschergrün und das möchte ich mir auf jeden Fall auch noch irgendwie zulegen, weil ihr seht ja schon, wie sich die Farbe separiert in das Dunklere und das Türkise und das finde ich halt sehr schön. Und das Gletscherblau erinnert mich auch so ein bisschen an Ultramarin tatsächlich, von den Farbton her. Hier seht ihr nochmal alle im Überblick und schon kommen wir zu Wald. Da gibt es auch bereits einen Farbton, den ich mir auf jeden Fall noch im Laufe der Zeit irgendwann zulegen möchte und zwar ist das dieses Waldgrau. Wenn das getrocknet ist, sieht das halt einfach sehr cool aus. Es hat so was Braunes, aber doch irgendwie grünliches, graues. Und ich denke so, für Landschaftsbilder oder einfach Hintergründe kann das halt auch sehr schön aussehen, weil es nicht so plakativ ist, aber trotzdem irgendwie einen Farbton in sich trägt. Aber wie gesagt, trotzdem gedeckter. Das Waldblau habe ich mir auch erst neu gekauft. Wirklich mit meine Lieblingsfarbe von diesen supergranulierenden bisher. Und genauso wie bei Tiefsee ist halt Wald alles relativ in Grün gehalten. Auch hier werdet ihr gleich nochmal einen Überblick sehen und dann geht es schon weiter mit den neuen Farbtönen bzw. neuen Sets. Nämlich jetzt erstmal Wüste. Da ist mir aufgefallen, dass ich persönlich, ich weiß nicht, ob es an mir lag, ein bisschen Schwierigkeiten hatte, manche Farbtöne anzulösen. Vielleicht ist das auch allgemein so bei diesen Tönen, weil das bestimmte Pigmente enthält. Allgemein finde ich das gar nicht so schlecht, dass man auch mal ein paar Farbtöne hat, die nicht so kräftig sind, sondern so ein bisschen feiner noch aussehen und so ein bisschen transparenter sind. Und bei diesen Wüstengrün ist das sofort, wie ihr auch seht, wenn man das vermalt hat, sofort in Grün und Rot aufgespalten worden. Sehr interessant anzusehen. Nicht meine persönliche Lieblingsfarbe, muss ich sagen, aber schon sehr interessant. Wüstenbraun, das ist eine Farbe, die sieht unspektakulär aus, tatsächlich finde ich, wenn man sie so anlöst und sie lässt sich auch relativ schlecht anlösen, habe ich das Gefühl, aber wenn sie getrocknet ist, sieht das halt auch sehr cool aus und deswegen ist das auch mit einer Farbe, die noch
auf meiner Wunschliste nun steht. Nun kommen wir zum Wüstenorange. Da seht ihr schon, dass sich die da orangene Pigmente so ein wenig absetzen. Und Wüstengelb, das erinnert mich auch so ein bisschen an lichter Ocker oder sowas, also so ein Ockerton. Und hier nochmal alle im Überblick. Da seht ihr auch beim Wüstengrün, wie das explodiert ist und beim Wüstengrau, wie sich da das sozusagen der gelbe Sand abgesetzt hat. Nun kommen wir zum Vulkan. Da finde ich das Braun halt auch sehr schön und bei der kompletten Vulkanreihe bis auf, okay, bei Gelb kommt so ein bisschen Rot, wie ihr auch hier schon seht, dass es da durchschimmert. Wie sozusagen die Lava beim Vulkan. Auf diese Farbe war ich schon sehr gespannt, auf das Vulkanviolett, weil, wie gesagt, die Violetttöne interessieren mich da dann doch schon sehr. Und das Violett ist eher so, ja, violett, aber mit roten Pigmenten drin, wohin es sich sozusagen separiert. Vulkanrot ist, wie der Name schon sagt, auf jeden Fall sehr knallig rot, sehr intensiv rot. Bei Vulkanorange hatte ich auch wieder ein bisschen Mühe, das anzulösen, sodass ich auch eine gute Granulation hinbekomme. Aber ich denke, wenn ich das halt auch länger genug hätte anlösen lassen, wäre das jetzt auch nicht das Problem gewesen. Aber auch hier seht ihr schon schön, wie sich die Pigmente in die Vertiefung des Papiers halt absetzen. Bei den Vulkangelb sehe ich persönlich nicht so viel von der Granulation. Das mag auch vielleicht so ein bisschen den Gelb geschuldet sein, dass es halt eine sehr helle Farbe ist. Und hier seht ihr das nochmal beim Vulkanbraun, dass sich halt rote Pigmente abgesetzt haben. Und schon kommen wir zum letzten Themengebiet, der Aue. Und was man hier jetzt beim Auengrau irgendwie, finde ich, nicht richtig erkennen kann, ist, dass es wirkt so, als wenn sich so ein bisschen was Grünes halt absetzt. Und hier, finde ich, kommt das halt nicht so raus. Deswegen wollte ich das nochmal extra erwähnt haben. Also nicht sehr stark, aber ich finde, man sieht das halt schon ein wenig im Original. Auenblau finde ich auch eine sehr schöne und interessante Farbe, denn hier setzt sich halt auch ein relativ kräftiges Grün mit ab. Also es ist schon anders als das Waldblau. Auengrün, und hier sieht man auch schon, dass sich grüne und gelbe Pigmente absetzen, beziehungsweise dass man die verschiedenen Farben da jetzt schon drin sieht, wo man das nur leicht vermalt hat. Ein Auenoliv ist halt eine gedecktere Variante vom Auengrün, würde ich so behaupten. Und Auengelb wirkt halt schon gelb, grau, grünlich, wenn es getrocknet ist. Das werdet ihr gleich in der Übersicht aber wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser sehen im Vergleich. Was ich übrigens auch noch mal positiv hervorheben möchte, ist, dass alle super granulierenden Schminke Horadam-Farben Minimum 4, wenn nicht sogar 5 Sterne bei der Lichtechtheit haben. Und das finde ich halt doch schon sehr angenehm, dass man da nicht noch extra drauf achten muss. Heißt also, man kann sie bedenkenlos für sämtliche Kunstwerke einsetzen. Hier seht ihr nochmal
alle Farben im Überblick und da sieht man schon, dass eine große Farbvielfalt herrscht. Ich muss sagen, dass vielleicht so 2 Blautöne relativ ähnlich aussehen und auch so 2 Schwarztöne. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, dass es eine große Farbauswahl nun bei den supergranulierenden Farben gibt. Ich habe bereits Auenblau, Auenoliv, Vulkanrot, Vulkanbraun, Waldblau, Waldoliv, Tundra-Orange, dann noch Gletscherbraun, Galaxieblau, Galaxieviolett, Tiefseegrün, Tiefseeviolett und Galaxierosa. Ich werde mir auf jeden Fall noch Tundra-Rosa, Gletschergrün und Waldgrau auf meine Wunschliste setzen. Außerdem Wüstenbraun und eventuell Auengrau oder Wüstengrau. Eins von den beiden wird es, denke ich, auch noch werden. Eventuell überlege ich mir auch noch, ob ich ein Schwarz noch dazu nehme. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, welches. Und auch das Tiefsee-Indigo finde ich auf jeden Fall sehr schön und da überlege ich auch noch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig weitergeholfen, für welche Farben ihr euch entscheiden könntet oder wie die Farben überhaupt gemalt aussehen. Wo ihr diese Sets als auch einzelne Farben kaufen könnt, da verlinke ich einfach mal ein paar Online-Shops unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt kreativ. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!